Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 161 bis 180. 161. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik a. des staatlichen Rassismus, b. der Meinungsfreiheit, c. der allgemeinen Religionsfreiheit, d. der Entwicklung der Demokratie, a. eine Politik des staatlichen Rassismus. 162. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg wurde bekannt durch a. eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936, b. den Bau des Reichstagsgebäudes, c. den Aufbau der Wehrmacht, d. das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, d. das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. 163. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? a. 1925, b. 1930, c. 1938, d. 1945, c. 1938. 164. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? a. Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. b. Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf. c. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. d. Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. c. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. 165. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? a. Konrad Adenauer, b. Kurt Georg Kiesinger, c. Helmut Schmidt, d. Willy Brandt, a. Konrad Adenauer. 166. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen: Wir sind das Volk? a. beim Arbeiteraufstand 1953 in der DDR, b. bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik Deutschland, c. bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen 1985 in der Bundesrepublik Deutschland, d. bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR, d. bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR. 167. Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? a. Sowjetunion, Großbritannien, Polen, Schweden, b. Frankreich, Sowjetunion, Italien, Japan, c. USA, Sowjetunion, Spanien, Portugal, d. USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich,
D. USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. 168. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? A. USA, B. Sowjetunion, C. Frankreich, D. Japan, D. Japan. 169. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? A. 1939, B. 1945, C. 1949, D. 1951, C. 1949. 170. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? A. Das Verbot von Parteien, B. Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, C. Pressefreiheit, D. Den Schutz der Menschenwürde, A. Das Verbot von Parteien. 171. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft A steuert sich allein nach Angebot und Nachfrage, B wird vom Staat geplant und gesteuert, Angebot und Nachfrage werden nicht berücksichtigt, C richtet sich nach der Nachfrage im Ausland, D richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. D richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. 172. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der A. amerikanischen Besatzungszone, B. französischen Besatzungszone, C. britischen Besatzungszone, D. sowjetischen Besatzungszone, D. in der sowjetischen Besatzungszone. 173. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied A. des Nordatlantikpakts NATO, B. der Vereinten Nationen VN, C. der Europäischen Union EU, D. des Warschauer Pakts, C. der Europäischen Union EU. 174. Wann wurde die DDR gegründet? A. 1947, B. 1949, C. 1953, D. 1956, B. 1949. 175. Wie viele Besatzungszonen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, B. 4. 176. Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? A. 1 Großbritannien, 2 Sowjetunion, 3 Frankreich, 4 USA, B. 1 Sowjetunion,
2 Großbritannien, 3 USA, 4 Frankreich. C. 1 Großbritannien, 2 Sowjetunion, 3 USA, 4 Frankreich. D. 1 Großbritannien, 2 USA, 3 Sowjetunion, 4 Frankreich. C. 1 Großbritannien, 2 Sowjetunion, 3 USA, 4 Frankreich. 177. Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Sektoren aufgeteilt? A. München, B. Berlin, C. Dresden, D. Frankfurt an der Oder, B. Berlin. 178. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? A. Für Frankreich war eine Versorgung der Westberliner Bevölkerung mit dem Flugzeug kostengünstiger. B. Die amerikanischen Soldatinnen hatten beim Landtransport Angst vor Überfällen. C. Für Großbritannien war die Versorgung über die Luftbrücke schneller. D. Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. D. Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. 179. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? A. Mit dem Tod Adolf Hitlers, B. durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, C. mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten, D. durch eine Revolution in Deutschland, B. durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. 180. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war A. Ludwig Erhard, B. Willy Brandt, C. Konrad Adenauer, D. Gerhard Schröder, C. Konrad Adenauer. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.